Zeit des Wandels, Zeit nach innen zu gehen, anstatt dauernd nur dich am Außen zu orientieren. Wie erkennst du, dass das Ego gerade wieder Platz eins einnimmt? Wie schaffst du es, mehr deine Seele, deine Essenz zu leben? Und wie kannst du das eine vom anderen unterscheiden? Auch wenn wir in Europa die Sonnenfinsternis morgen nicht unbedingt sehen werden, konnte ich mir nicht verkneifen, sie als Hintergrund zu wählen. Heute ist Freitag, der 13. Für die einen ist es ein Tag, wo man am besten zu Hause bleibt. Es könnte ein Unglück passieren. Die anderen haben den Freitag, den 13. gesteuert, zum Glückstag erklärt und widersetzen sich massiv diesem Aberglauben. Tja, was ist das? Ist da Seelenessenz, Herz und Gefühl am Wirken oder ist es der Verstand, das Ego, was uns solche Sätze für uns postulieren und danach leben lässt? Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden haben wir Menschen uns daran gewöhnt, irgendjemandem zu folgen, auf den Ruf von außen zu warten und ihm zu folgen. Ganz oft war das begleitet mit Strafandrohung oder mit Restriktionen für den Fall, dass wir es nicht tun. Und genau das nehmen wir häufig auch jetzt wahr, wenn wir in die Mainstream-Medien schauen. Pausenlos werden uns irgendwelche Hiobsbotschaften übermittelt, die uns in Angst und Schrecken versetzen wollen. Warum? Damit alles so bleibt, wie es ist. Die Energien, die uns aus dem Universum derzeit massiv erreichen, und ich denke, das spürt jeder von uns, jedenfalls ganz, ganz viele und zunehmend mehr, unterstützen einen Prozess der Schwingungserhöhung der Erde und auch unserer selbst. Jedoch, wir sind Schöpferwesen. Das darf uns jetzt bewusst werden. Und als göttliche Schöpferwesen ist es unsere Aufgabe, diesen Prozess der Schwingungserhöhung, des Aufstiegs, der Reinigung der Erde als Teil dieses großen Universums zu unterstützen. Wie können wir das am besten unterstützen? Am besten können wir das, wenn wir so leben als Mensch, wie wir gemeint sind. Während des Prozesses der Inkarnation in dieses Leben sind wir durch den Schleier des Vergessens gegangen. Das heißt, wir sind in die Körperlichkeit gegangen, um bestimmte Dinge arrangieren zu können für diese Erde, um die Erde zu unterstützen. Jedoch haben wir das vergessen. Wir sind uns dessen nicht mehr bewusst. Und im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende hat unser Ego, und Ego gehört aus meiner Sicht zum Menschsein dazu, jedoch in einem bestimmten Verhältnis zum Thema Herz und Gefühl überhand genommen. Und durch dieses Überhandnehmen sind viele Dysbalancen entstanden, die uns jetzt buchstäblich auf die Füße fallen, weil sie uns über Jahrhunderte und Jahrtausende in ein Korsett gezwängt haben, in einen Mantel, der uns viel zu klein und viel zu eng ist. Und aus diesem Mantel, diesem Korsett dürfen wir uns jetzt befreien. Das ist der Auftrag. Darum geht es jetzt. Woran merkst du, dass du ganz viel im Ego bist, statt aus deiner Essenz, aus deiner Seelenessenz, aus deinem Herzen heraus zu leben?
Du merkst es vor allen Dingen daran, dass du zwischen den verschiedenen Rollen, die du einnimmst im Leben als Mensch, hin und her switchst. Du merkst es, wenn dein Stresslevel steigt. Du merkst es, wenn du grübelst über die Vergangenheit und wenn Schuld, Scham, Reue und ähnliche Gefühle in dir überhand nehmen. Wie gut kannst du Vergangenes auflösen? Im Grunde nur, indem du Gras über die Sache wachsen lässt. Das Vergangene kannst du nicht ändern. Es ist. Also arrangiere dich damit. Du musst dich nicht schämen dafür. Du merkst, dass das Ego im Spiel ist, wenn du massive Ängste entwickelst vor der Zukunft. Die Zukunft, die ist noch nicht. Wie merkst du, dass du deine Seelenessenz lebst? Du bist im Hier und Jetzt. Du bist präsent. Du nimmst wahr. Du nimmst dich wahr, deinen Körper, deine Gefühle, das, was gerade um dich herum passiert. Und du überlegst von Moment zu Moment, was jetzt das Beste ist, was du tun kannst. Und zwar entsprechend deinem dir innewohnenden Wertesystem. Zum Thema Werte und Wertesystem habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich am Ende auch nochmal. Also Präsenz im Hier und Jetzt, Sein im Flow, das ist Seelenessenz leben. Was heißt nach innen gehen? Das heißt, dein Herz befragen. Du kannst die Hand auf dein Herz legen, in die Ruhe und Abgeschiedenheit gehen und richtig mit deinem Herzen sprechen, als wäre es die beste Freundin, der beste Kumpel und fragen, was es dir denn jetzt als Botschaft übermitteln möchte. Du kannst dich an die geistige Welt wenden. Auch zum Thema Meditieren verlinke ich nochmal ein Video hier am Ende. Meditation ist vielleicht nicht das Allheilmittel, denn du bekommst Zeichen permanent aus dem Universum. Und sei es durch Menschen, die dir irgendetwas zurückmelden. Alles, was mit dir in Resonanz geht, hat irgendetwas mit dir zu tun. Und besonders das, was dich triggert, da darfst du einmal mehr genau hinschauen. Ganz wichtig ist, deine eigene Wahrheit zu leben, selbst wenn sie Hinz und Kunst da draußen vielleicht überhaupt nicht passt. Authentizität ist das Schlüsselwort. Sei authentisch, sei wahrhaftig. Jeder hat seine Wahrheit. Und indem du wahr bist mit dir selbst und den Mut entwickelst, dich selbst zu leben, so wie du bist, wie dein Herz, wie dein Gefühl es dir sagt, und du authentisch bist, schaffst du Frieden und Freude in dir und strahlst das auch nach außen aus. Und du wirst merken, dass deine Toleranz gegenüber anderen und gegenüber dem, was anders ist als du selbst, auch steigt. Ich hoffe, das Ganze hat dich inspiriert. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.